Ich begrüße euch recht herzlich zu The First Tree. Das ist ein kleines, kurzes Let's Play, das wird nicht lange dauern. Aber ich wollte euch dieses Spiel einfach mal zeigen. Es ist interessant, da so ein bisschen... Naja, machen wir jetzt erstmal das Intro hier und dann sehen wir weiter. Die Musik ist schon wirklich atemberaubend. Die Grafik ist Are auch... you awake? I thought I heard you get up. Yeah, I'm awake. Sorry, I just can't sleep. Are you thinking about him? Yeah, a bit. Usually get back to sleep, my love. I'm fine. No, it's okay. What else is on your mind? I don't know. It seems weird, but I had one of the most vivid dreams of my life. I saw a fox on a snowy mountain, just looking confused and worried. Those eyes. I can't get those eyes out of my head. She was running in the windy snow, looking for something. Do you think it has to do with you and what's been going on? I don't know. It was just a dream, Rachel. They're not meant to make sense. So, bevor wir jetzt erstmal machen, müsste ich glaube ich das machen. What's happened the past couple days, that's all. Nee. Moment, haben wir gleich. Und zwar kann ich auch die Dings einstellen. Beim letzten Mal habe ich das doch mit Kommentaren gehabt. Weil das Spiel habe ich an sich schon nämlich einmal gespielt. Deswegen fand ich das ja auch so cool. Well, if you're not going to sleep anyway, you should tell me. I want to hear. All right. Ich weiß nämlich, dass ich das auch mit Untertiteln machen kann. Aber hier sind mal extra Kommentarmodus. Ach da. Gar nicht gesehen. So. Jetzt, wenn Sie reden könnten, könnt ihr natürlich auch immer so ein bisschen pausieren und das halt durchlesen. Für die nicht so englisch begabt sind, genau wie ich. Also, im Hintergrund wird halt, erzählen sie, sind halt zwei Personen. Der Mann erzählt erzählt halt so nach und nach seine Geschichte, beziehungsweise so ein bisschen Erlebtes. Und wir spielen quasi Füchse. Er hat halt geträumt, dass er eine Füchsin ist, oder beziehungsweise ein Fuchs. Auf so einem Schneeberg. Das ist ich kann halt auch einen Doppelsprung machen, um über höhere Ebenen zu springen, oder besser gesagt auf höhere Ebenen. Unterwegs müssen wir auch so ein paar kleine Teile einsammeln, um ein bisschen mehr zu erfahren. Das Spiel ist nicht lang an sich. Es gibt aber so ein bisschen, wie soll ich das am besten ausdrücken? Das Spiel sagt ein bisschen was über das Leben aus. Ich werde gleich ein bisschen mehr erzählen, sobald wir genau. So, not far from her home, she followed that path to something unexpected.
Also ihr seht schon, was ich meine, dass das Spiel uns etwas über das Leben oder mehr über den Tod beibringen möchte. Ich möchte eigentlich She auch couldn't gleich... stay though. She had to find her other 2 children. So she took that path. She followed it towards something ancient. Something with answers. Also, wir haben unser erstes Kind. Die Füchsin hat quasi drei Kinder, 3 Welpen. Eins haben wir gefunden, tot. The fox looked high and low, searching for any sign of her cubs. Points of light showed the way to this ancient tree. It was as if each one had a story to tell, all their own. The land was trying to tell my story too. I felt like I was right behind her the whole time. Ja. Wir müssen jetzt quasi unterwegs diese Lichtpunkte einsammeln. Diese Lichtpunkte führen uns auch dementsprechend immer weiter. Die Ebenen sind wirklich weitläufig, was man nicht glauben mag. Und auch die Musik ist ganz schön laut. Deswegen muss ich die Kopfhörer so ein bisschen absetzen, ansonsten verstehe ich manchmal mein eigenes Wort nicht. Wir... Nadler? Oder Raben? Ich würde sagen Raben. Wir kommen jetzt also quasi nach und nach hier so entgegen ein bisschen. Und diese großen leuchtenden Punkte sind natürlich ein paar Hinweise zu weiteren Erzählungen, die die beiden im Hintergrund sagen. Wir versuchen möglichst alles zu finden. Ich weiß gar nicht, ob ich das beim ersten Durchlauf überhaupt habe. Wenn das doof ist, wenn wir hier einmal ins nächste Gebiet kommen, kommen wir nicht wieder zurück. As a kid, did you ever do show and tell in your class? Yeah, I think I only did it once, when I was in the 4th grade. You know how my life was around then. I wanted to show my class what helped pass the time and distracted me. So I brought a dozen paper cranes I had made. I think I told everyone how badly I wanted to be a bird and fly, embarrassingly enough. Don't be embarrassed. Every kid wants to fly. For me, it was another toy from my dad, a wooden boat. I remember guarding it so carefully in my hands as I walked into class. When I sat down, a group of boys immediately made fun of it. They asked which trash can I found it in, or why an ugly log was my favorite toy. When I got up, I didn't even want to tell them my dad had carved it. I said it was a joke gift my friend had given me. Kids can be so cruel. Some of them are. I shouldn't have let them get to me, but it did. It's amazing we bounced back at all. Ja. Ich muss zugeben, einige Kinder sind wirklich so. Machen sich dann halt über sowas lustig. Und ehrlich gesagt, ich hatte damals auch ein Auto aus Holz. War ziemlich schlicht. Aber ich habe gerne damit gespielt. Es zählt ja eigentlich auch immer die Geste hinter solchen Sachen. Es muss nichts Teures sein. So einfache, schlichte Sachen reichen vollkommen aus.
Und eins vorweg sei auf jeden Fall gesagt, ich werde dieses Ding hier nicht cutten oder so, sondern ich werde das am ganzen Stück hochladen. Weil ich könnte das natürlich auch nach jeder Ebene cutten, will ich aber nicht. Auch wenn sie groß sind, die Sachen, ganzen Ebenen. Hier können wir uns einen kleinen Überblick verschaffen. Da unten wäre noch was, da hinten. Ich glaube, da hinten ist auch noch was. Und da ganz hinten geht es natürlich dann weiter. Wie gesagt, ich weiß gar nicht, ob ich beim ersten Mal alles geschafft habe zu holen. Weil das eine Mal bin ich auch einmal weiter, weil ich dachte, da ist was, und dann lande ich natürlich in der nächsten Ebene und kam nicht mehr zurück. Deswegen will ich versuchen, möglichst viel einzusammeln. Da eben schon die ganze Musik im Hintergrund. Es ist einfach traumhaft, dieses Spiel. Auch wenn es so ganz kurz ist, aber es zeigt halt so ein bisschen, was es soll. Das hatte ich glaube ich zum Beispiel beim ersten Mal nicht gemacht. Aufpassen, wo ich jetzt langlaufe. Hier ein kleines Flugzeug. Schulbücher. Genau. Und diese leuchtenden Sachen geben uns halt immer so ein bisschen mehr Backstory. Do you remember what my dad did for a living? Wasn't he like a lumberjack? That's one way of putting it. If wood was a canvas, then a carving knife was his paintbrush. Even after working a 50-hour week, even after his hands were more splinters than skin, he would bring home the nicest piece of Alaskan weeping cedar and make me toys. That wooden train was the first toy I can remember, and I loved it. I just knew from a young age I was going to be a lumberjack, like my father. Also als kleines Kind freut man sich noch über alles, ne? Ich könnte eigentlich fast nur täglich dieser Musik lauschen. Das mit dem Springen müssen wir uns auf jeden Fall merken. Es werden Orte kommen, an denen wir mehr solche Sprungrätsel haben. Oder was heißt Rätsel? Sprungpassagen, eher gesagt. Dieser Regen stört ein bisschen, das macht den ganzen Schnee so matschig. Ich glaube, hier hinten war ich nämlich beim ersten Durchgang auch nicht. Ich jetzt quasi auch zum ersten Mal. Usually those kids would leave me alone, but somehow they could tell I was different. They made fun of how far away I lived. They called my dad a sourdough. I was a blabbermouth as a kid, telling my dad stories I made up for hours. But after that show and tell, I didn't tell him much anymore. He didn't know exactly what was wrong, but his best guess was that the toys he carved weren't cool enough.
he carved me a tank and tried to tell me what it was like to be in a real tank as a serviceman. I didn't know your dad was in the military. Yeah, in the army. The sad thing is that I'd pretty much forgotten until just now. There's so much I still don't know about him. I'm sorry. He knows how much you love him. You're going to see him again soon and have some closure, I'm sure. Jetzt so ein bisschen kann man erahnen, wo das Ganze hingeht. Hier haben wir sogar einen großen Panzer. Den habe ich beim ersten Mal zum Beispiel gar nicht gesehen, weil ich nicht hierher gegangen bin. Jetzt bin ich durch hier. Ich will das Ganze mal so ein bisschen angucken. Das ist einfach genial, ist das. So kleine Details. Das ist hier so eine Höhe, wo ich nicht hinkomme. Schade. Wohl vielleicht. Da oben ist auf jeden Fall auch was. Gut, die Sprunganimation ist nicht die beste, aber egal. Das sind wir alles beim ersten Mal total durchgegangen. Schauen. Wir haben jetzt geradezu noch was. Da haben wir noch was, da haben wir noch was. Ist auch was. Dann geht es auf jeden Fall weiter. Ich werde jetzt erstmal dort hinten hinlatschen. Ne, laufen muss ich. Wow, sieht aus wie ein Klassen... Das ist ein Teil des Klassenzimmers. Ne, warte mal, da geht's weiter, glaube ich. Aber es ging noch da weiter, ich muss doch Richtung Berg. Genau, ich muss... Da, ein Bus! Den habe ich, glaube ich, auch beim ersten Durchlauf nicht gesehen. Schulbus. Die typischen amerikanischen Schulbusse. The older I got, the more I withdrew. I asked myself, why talk to anybody anyway? Why bother when I'm happy by myself? I started drawing a lot, mostly animals I saw in the woods by my home. I then imagined designing my own hideouts with things like TVs and pantries full of chips and cookies. I think that idea of leaving home and drawing blueprints started my career. I found a lot of solace in that. I'm not surprised, but I did the same thing, you know? There's something special about having a place to call your own.
And now look at us. Well, if you count renting in an overpriced city. It's as close as we can get for now. Aber zumindest kann ich so ein bisschen mit den beiden nachvollziehen, wie sie sich gefühlt haben. Oh, halt. Da oben muss ich nochmal hin. Warum komme ich auch nicht hin? Ja. Genau so wie ich es sehe. Perfekt, jetzt kann ich weiter gucken. Eine Schaukel. Mit so einer dolle Dackmütze ist das, glaube ich. Geil. Oh. Ey, das sind so einige Details, die mir beim ersten Mal durchgegangen sind. Die ich einfach übersehen habe. Schauen. Da. Noch irgendwo was? Irgendwo war dann noch was. Ah, guck mal da. Ein alter Van. Ein großer Geländewagen. Ich glaube, ich sollte hier alles soweit haben. So, ich habe irgendwo was vergessen. Aber mehr habe ich jetzt auch gar nicht gesehen. Hier haben wir noch ein paar Lichtspuren. Ich weiß doch gar nicht, wie viel es am Ende gibt. Seht ihr das mal nicht? Sobald man so einen gewissen Punkt überschreitet, landet man nämlich im nächsten Gebiet. Und man kommt nicht mehr zurück. Da kann man machen, was man will. Aber jetzt sieht es eindeutig schon mal ein bisschen wärmer aus. My teenage years were full of sketching, angst, and trouble. I wasn't popular or unpopular. Maybe just forgettable. I guess that gave me a sense of freedom. So I hung out with crazy kids, doing crazy things, even though I mostly just watched the chaos ensue. We did it all. Put fireworks in mailboxes, hide roadkill in people's garages, break windows of the barber shop in Anchorage. My dad was furious, but he was so busy working he couldn't do much to stop me from going out.
I think being an adult means there's no one to stop you making hard decisions. He had to make a living, and he couldn't be in two places at once. Yeah, I realize that now. But at the time, I was sure he was more interested in growing his business than what was going on with me. Ich glaube, dieses Gefühl hat jeder einmal. Da kann sich, glaube ich, keiner vom Freisprechen. Warte mal, das geben wir mal her. Das ist nicht vorbei. Ein Schreibtisch. Sogar Bilder. Warte. Könnte er vielleicht mit seinem Dad sein? He was working another late night, and my friends were over, saying how bored they were and how they had come all the way out to my house for nothing. One of them mentioned how that old, ugly beyond belief truck was still in the garage, and how we should take it for a spin. I was only 15, so I kind of fought it for a while. The next thing I knew, we were careening around the mountain path, rocks spitting onto the sides of the cliff, while my dad's cringeworthy bluegrass blared out the speakers. I drove while my friends were in the back of that yellow and purple truck, throwing beer bottles and trash at anything remotely interesting. Felt like I was soaring in the air with borrowed wings. But all good things have endings. A cop outside of Eagle River pulled us over after he saw us in a bottle rocket into someone's yard. What followed was a long night of talking to disappointed adults and feeling smaller than ever. Ein Polizeiwagen. Lass mich durch. Diese Schmetterlinge können wir jetzt nicht gebrauchen. Für irgendwas waren die gut. Genau, um höher springen zu können. Kommt her, euch brauche ich nämlich nochmal. Ich muss jetzt nämlich da hoch. Den hätte ich jetzt fast vergessen. Hey. Also ich kriege schon Gänsehaut bei der Musik. Bei dieser musikalischen Untermalung hier. So, jetzt wird es interessant. Da hinten geht es nämlich nachher weiter. Jetzt will ich aber hier. Ups. Bauchklötze. Die kenne ich auch. Habe ich zwar so nie besessen, aber ich kenne sie. Da konnte man auch gut das ABC lernen.
Aber jetzt geht's erstmal hier. After he drove me home from the police station, I blew up at him, saying how I never wanted to be like him, how I was gonna be someone and leave that hick icebox for good. He just looked forward at the road with tired eyes. I took out that bluegrass tape from the cassette deck and chucked it out the window. In my sage teenage wisdom, I thought I had proved the ultimate point. But my dad had a different idea. He slammed the brakes, slowly bowed his head while gripping the steering wheel, and finally looked at me. All he said, like it was a polite request, was, "Make this right." I sat there in silence, fuming, but I eventually got out and combed every square inch of the woods, muttering profanity after profanity. I found it 30 minutes later, near a small waterfall off the road. I went back to the truck, put the wet tape back in, and sure enough it worked. We didn't speak another word to each other the rest of the night. Wow, I knew you were a crazy teenager, but... It's hard to believe, isn't it? It surprises me too. It's like I didn't really know who that kid was back then. I bet my dad thought the same thing over and over. It's almost like he was saying, "Make this right," to himself, more than to me. So, ich glaube, jetzt wird's interessant. Jetzt nehme ich mir genau, wie das jetzt so ist. Wie viel muss ich da noch hin? So eine geklettert. So. Ich glaube, ich kann bis zu 2 oder 3 einsammeln. Um höher, dementsprechend höher zu springen. Was brauche ich das? Weil jetzt müsste ich ja ordentlich hochspringen können. Hat sogar geholfen. Okay, euch brauche ich jetzt gleich nochmal. So, das ist etwas, was ich noch haben will. Perfekt. Für die Ebene brauche ich dann nur einmal. Ich habe auch Gänsehaut, das ist ja unglaublich. Ah, ich brauche doch mehr. Brauche 3. Na danke. Okay. Was nicht einfach wird. Ey, der Stein. So, als erstes brauche ich euch. Dann hole ich euch. Und dann hole ich euch nach.
wir haben gelernt, das hier ist einfacher. Perfekt. My friends would laugh about that night and talk about how crazy it was, and I laughed along, pretending it didn't bother me. But it did. I imagined my friends growing old in the bush, unable to find that thrill in those godforsaken ice fields. It's like those mountains were a literal wall, keeping me from leaving, where all I would have to look forward to are lumber yards and evening beers. I had to climb over. That was my only goal for a long time. Ja. Nein! Geschafft! Haben wir noch was zum Graben? If there was some way I could take my love of drawing and turn it into a way of escape, nothing would make me happier. I wanted to create instead of tearing trees down. I wanted to move to the lower 48, not because I hated it there in Alaska, but I hated the idea of it. It's like all of that spite inside me had created this monster which followed me around my whole teenage years. I put so much energy into doing what others didn't expect of me. Why did I do that? There's one fact you're forgetting, though. If you didn't have that fire in you, we probably would have never met. You're absolutely right. Maybe the destination is all that matters in the end. But then why am I awake? Why am I seeing this fox go on her journey? And why can't I stop thinking about my dad? Oh, glaube ich, hier war gar nichts mehr Interessantes. Jetzt geht's nämlich zum nächsten Abschnitt. Jetzt auch, glaube ich, gleich die Überblende kommen. Genau. Der Wald ist interessant. Weil wir jetzt hier verschiedene Sachen suchen müssen. Weil wir sehen auch ein paar Lichter, auch auf der anderen Seite müssten diese Lichter irgendwo sein. Aber durch den Wald ein bisschen schwer zu sehen. Die Matratze. Kleinen Cut werde ich trotzdem bei einer Stunde setzen. Einfach. Ups. Weil ich aufpasse. Einfach weil ich weiß, wie mein Aufnahmeprogramm ist. Okay, war weiter auch gar nichts irgendwie zwischen oder so.
Selbst wenn, können wir ja nachher nochmal zwischen gucken. Aber jetzt geht es erstmal einzig und allein nur darum, hier hochzukommen. Manchmal habe ich das Gefühl, nicht rüber zu kommen. Lieber ducken. Also das führe ich gleich heraus. Ah. Sorry. Genau, wir müssen jetzt nämlich bereit so eine Steine aktivieren. Was haben wir denn hier? So eine Art Zeltsäulasche. Ein kleines Zelt. Zusammengebrochen. Wieso nicht? Dann würde ich auch draußen pennen. Schnauzen! Aber wir müssen immer noch bedenken, wir sind auf der Suche nach unseren beiden anderen Jungen. Im Häuschen. On our property, there were old abandoned pieces of a shed and car long left unused. I used to ask him all the time who those people were that left all this junk, and I'm sure he got so tired of hearing it that he made up some elaborate stories how a brown bear ate them and haunted the woods afterwards. What's funny is I think it made those people seem more real, growing up thinking they were still hanging out like they couldn't say goodbye. I used to tell my friends how I could swear I saw spirits move near the water, and that always freaked them out. I guess it didn't bother me, because the way I saw it, they were normal people with old cars and sheds, just trying to figure out how to survive and be happy in the middle of nowhere. It was a cool thought that they didn't want to leave, but you know, I was a weird kid. Well, you had good company since those ghosts like living in a place where they were brutally devoured. Wieso nicht? Aber mal so ein paar Geschichten ausdenken. Ups. Einmal muss ich noch da hoch. Weil ich den letzten nicht geschafft habe. Perfekt. Aber da oben geht es ja sowieso nicht weiter. Gut, dann gehen wir auf die andere Seite des Waldes. Ja, ist doch gut Handy. Und da müssen wir nämlich zum Schluss hin. Even at my most distant, at the times when I detested him the most, he kept reaching out. For a year straight, he asked me every week when we were going camping. I thought he was just dense. Eventually, to shut him up, I agreed. We carried out the worn lawn chairs from the garage,
and set up a cinder block campfire at the site we'd always used behind the house. We walked down the mountain path, talking in the warm sunshine we only got a couple months of the year. Those 3 obsidian rocks shimmered alongside the shore, almost like sparklers pressed against a dark window. I'll never forget that wet stone on my feet, or how those massive mountains looked even bigger in the lake's reflection. I felt small, but grateful. As the sun set, my dad found something I hadn't seen for a long time. The tree where I'd made my first carving when I was 6. I hadn't even carved it. My dad had helped me, but I still called it my tree. Something about seeing my name there made me open up, and we talked about everything that night in that old camouflage tent. I told him how much I loved sketching and design, and how it would be a dream to study architecture in Seattle. I told him how I didn't get along with my friends much anymore, but that I didn't mind being alone. He told me he was there for me, and he joked that if all he had to do was write my name on a tree to finally get me to talk, he would have left me carved logs with novels on them in front of my room every morning. I don't know why it took me that long to realize it, but it was then I knew how much he had sacrificed for me. My dad built a lot of stuff in his free time. If he wasn't watching fly fishing or reading Tom Clancy novels, he was carving something. He made tons of birdhouses. Not that he was into bird watching, but I think he really missed working and adding on to the home. If he couldn't afford the time to build onto our own house, he would have to settle with watching birds move into their little homes. We kept an old mattress in the bed of that ugly yellow truck, so we would drive it deep into the woods and then watch the birds fly into their houses while the sun set. Usually it was accompanied by venison jerky or cold Coke, but not a lot of talking, which is how we both liked it. Also, so mittlerweile versteht man, glaube ich, wo das Ganze hinführt. Denke ich zumindest. Aber wir sind ja noch nicht am Ende. Das Interessante kommt ja nachher erst. Aber so campen ist eigentlich gut fein. Dann kann man ja nicht so einfach im Wald campen gehen. Hier ist so ein bisschen ruhiger. Apropos, da müssen wir auch noch rein. Aber jetzt gehen wir jetzt mal nach hier hinten. Mal der Kassettenrekorder. Die Dinger waren auch klobig. We were happiest underneath the evergreens. We decided it was time to finally map out the hundreds of acres we lived on just to pass the time during the summer. He was only free in the evenings, so I would spend the day wasting time on dial-up internet and sketching, and then we would rush into the woods, pen and map in hand, before evening fell. Sometimes, the aurora borealis would cast a cold green glow on the mountainside, and we would finish our route underneath a twilight sky. Sometimes I was lonely during those summer days, but there was comfort in the routine. A lot of teenagers aren't looking for the daily grind, though. There's nothing wrong with wanting to get out, to leave your childhood home. You wanted to progress, to make something of yourself. Yeah, you're right. That house. I'm sure it's the same as how I left it. But
then why does it feel so different? I doubt you're the only adult to have looked back and asked that question. Wenn es dann nicht immer so funktioniert, wie man das möchte, ne? Da hinten wollen wir hin. Erstmal will ich die hier haben. Hey. Ist hier oben vielleicht noch irgendwas? Ne. Okay, dann geht's dahin weiter. Guck mal, schön versteckt hier. Oder auch hier. Und in dem Moment okay, jetzt kommen wir zurück. Vorausgesetzt, ich komme auch zurück. Natürlich. Ja, lass mich dort runter. Mauspad verschoben. Ich glaube, hier war auch noch irgendwas noch, ne? Nee. Ich will trotzdem noch mal da hoch gucken. Muss doch irgendwas sein. Das leuchtet auch hinterher noch. Das kann natürlich sein. Ich glaube schon, dass es hinterher noch mal leuchtet. Aber wir wissen, wir haben es aktiviert. Und was anderes habe ich ja nicht gesehen. Okay, und jetzt geht es zum anderen Baumstumpf. Lange Laufwege bleiben halt hier nicht aus. Die haben sich aber echt Mühe gegeben. Das muss man ihnen anrechnen. Das ist an sich kantig, ja. Aber auch nicht so wirklich glatt poliert. Das ist wirklich naturartig. Oh, der andere Punkt leuchtet ja auch noch.
Ups. Ihr seht, da hinten wartet schon jemand auf uns. The perpetrator stood nearby, unfazed, like nothing was wrong. My dad is dead, and he's never coming back, Rachel. I can tell you these stories, but I can never reminisce with him again. He can never hold a grandchild that we'll probably never be able to have. I can never talk to him again, and I'll never be able to say I'm sorry for everything. Von der Gestalt her kann man schon... erahnen, was das für ein Tier ist. So, jetzt wird es nämlich interessant. Na toll. Zwei nicht bekommen bis jetzt. Es ist auch gar nicht so einfach. Dass er vielleicht ja auch gar nicht mehr hochkomme, so wie ich es gerne möchte. Oder vielleicht kann ich doch hoch. Bin doch hochgekommen. Wieder so eine wirklich traurige Musik und vor allem nach dem, was jetzt der Erzähler so erzählt hat, wissen wir, worum es hier geht. Nein, 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 nein. Es geht nämlich um den Tod an sich. Und um diese 5 Phasen, die man damit quasi durchlebt. Hiermit angefangen haben, haben wir quasi die erste Phase genannt. Verleugnung. Also jetzt nicht in diese komplette durch, also wir haben unser erstes Kind gefunden, tot. Wollten aber nicht wahrhaben, dass unsere anderen beiden auch noch tot sind. Hiermit mit dem zweiten sollte man quasi Zorn überbrücken. Die zweite Phase. Und ich werde mal hier einen ganz kurzen Cut machen. Besser gesagt, ich bin gleich wieder da. Und da sind wir auch schon wieder. Ganz kurzer Cut gewesen. Alles Bessie.
88 haben wir jetzt unseren Mörder gefunden und wir sind ihn auf den Fersen. Nur ist er schnell. Also man ist hier mit gut 2-3 Stunden beschäftigt, wenn man das am Stück durchspielt. I need to go to bed. I just can't talk about this anymore. Good night. Und wir gucken mal, ob wir da hinten noch was haben. Sonst geht es dorthin mit dem nächsten Abschnitt weiter. Wie die Bäume auch einfach so hochgehen. Das finde ich ja schon so ein bisschen geil gemacht. Aber heute ist hier nicht. Das ist quasi bloß ein kleiner Pfad. Er kann jetzt nicht mehr darüber reden. Und braucht jetzt einfach nur Schlaf. Also ich glaube zumindest, dass es jetzt 2-3 Stunden war. Ja, wenn man schon alles erkunden möchte, dann ja. Joseph, you can't go to sleep feeling like this. I'm sorry for everything, and I know you need space, but I'm here for you. You don't need to feel so lost. Joseph, have I ever told you what my mother was like? Wir laufen jetzt hier einfach quasi ein bisschen rum. Da haben wir auch schon was. Ich weiß auch nicht mal, ob ich richtig laufe. Und jetzt nur einfach so den Stern. You have strength, Joseph, and you're not as alone as you think. It's all just so pointless. Just waiting for life to happen. It's like having the home I always wanted is cursed out of my reach. The thought of being a parent myself. How could I do that when I couldn't even be a good son? I'm sorry. I know what you're saying. I
I just don't know how things will work out. These quiet hours will turn into years. We'll wonder which roads passed us by. Then we'll forge a new road together. Besides, I discovered for myself that one fateful morning where any hopeful road leads to. There may be thorns and mist, but it always leads to the same thing. And what's that? Family. I'm so glad that you're part of my family, Rachel. And I'm glad you're part of mine. Das habe ich eben durch Zufall gesehen. Ich glaube, hier scheint weiter nichts zu sein. Eine Mikrowelle, Waschmaschine. Oh. Bilder. Die sind mir zum Beispiel beim ersten Mal auch nicht aufgefallen, weil ich hier nicht lang bin. Füchse. Ein Gemeinschaftsfoto. Das ist, glaube ich, eine Art Rentier. Was das allerdings darstellen soll, weiß ich nicht. Soll das ein Frosch sein? Keine Ahnung. Wir waren noch in einer anderen Richtung. Vielleicht finden wir da auch noch was. Ich glaube zu sehen, dass da auch noch was aufsteigt, oder? Das könnte das Licht sein. Weil da geht es ja offensichtlich weiter. Da durchkommen würde. Ein paar Bilder. Okay, haben wir auch noch was. Sofa. Und ein Fernseher. Hat ja diese Rollfernseher, ne? Umgekippter Schrank. Das kann ich auch noch. Aber allerdings nur aus Film.
Weil selbst habe ich ja keinen Kamin. Okay, dann gucke ich jetzt mal, ob ich da unten durchkomme oder ob ich wirklich zurück muss. Eine amerikanische Flagge. Und ein Revolver. Ja, das ist wieder typisch. Erschießen, dann fragen. Jetzt wird es ja wohl immer angemeckert. Ich kann doch nicht auf alles schießen, was sich bewegt. Tut mir ja leid, ich habe einen wilden Zeigefinger. Ich sehe das erste Mal das hier oben. Irgendwo ist auch eine Levelgrenze. Das sieht man ja. Also ich muss jetzt nicht unbedingt aus dieser Höhe runterspringen, ne? So ist es nicht. Nur halt lieber den normalen Weg. Aber ich kann sagen, man hat jetzt so ungefähr die Hälfte des Spiels dann mal geschafft. Wir können jetzt eigentlich auch bloß noch hoffen, dass unser letztes Kind, unser letztes Junges, noch am Leben ist. Wir spielen alle hier mit ihren Kindern. Überall sitzen hier und freuen sich der guten Sonne, des guten Tages. Aber von da oben habe ich ja nichts mehr gesehen. Nur ich kann schon wieder was sehen. Wir haben im Schneegebiet angefangen, sind gelaufen. Jetzt befinden wir uns hier an diesem schönen Ort. Man durchlebt auch quasi so ein bisschen die Jahreszeiten. Hier färben sich schon die Blätter, wir haben jetzt angefangen haben den Winter, Frühling. Mehr so ein Herbst. Könnte natürlich auch durchgehen hier. Laufen finde ich so ein bisschen besser. Jetzt kommt natürlich mein Lieblingspart. Okay, das einzige Unrealistische hier gerade ist das Springen.
Seit wann kann ein Fuchs doppelt schwimmen? Aber okay, das ist ein Spiel, da wollen wir nicht mehr. Schauen wir mal hier, ob wir hier was versteckt haben. Sieht nicht so aus, da hinten auch nicht. Gut, dann folgen wir weiter unserem Trampelpfad hier. Bevor man oben ist, wird schon schwarz. Also ich hätte gerne die Aussicht genossen. Und es regnet. The fox knew her last cub would be waiting for her at the first tree. She was almost there. The rain cascaded onto the Jade Valley where the entrance to the tree was. Life was protected there, because that's where life began. It was now only a mother and a daughter left. Items from my life still dotted the ground as she moved closer to her destination and destiny. Das ist die Frage, komme ich darüber? Ich glaube, beim ersten Mal bin ich hier nämlich runtergefallen. Konnte die Dinger hier nicht einsammeln. Wie die Erzählerstimme schon sagt, die müssen wir jetzt zum ersten bauen, in der Hoffnung, dass unser Junges dort auf uns wartet. Und wir sind auch fast da. Hier muss ich mich umso mehr umschauen, weil es alles so unübersichtlich ist. At the end of high school, I felt something I hadn't felt in a long time. Drive. I looked into the best architecture schools on the West Coast, then got a dose of reality when looking at other students' portfolios and the high cost of tuition. I still wanted to be something. To be the next Alvaro Siza, and to make those thousands of sketches worth something in my grand history. But now even an internship sounds impossible. Siza helped me understand how essential emotion is in architecture, and he also said light is the real composer of space. I like to think these glints of light, like not finding a job, or even a strange dream about a fox, are something I should be thankful for. Even if the illuminated space is something I'm less than comfortable with. Gleich weiter? Okay. Gut gucken. Irgendwie darauf achten, ob nicht noch irgendwo was versteckt sein könnte. Ich glaube, beim ersten Mal habe ich so 10 Stück von diesen Lichtern übersehen. Ja, da geht's weiter.
Ein großer Felsen. Was ist da noch? Hier ist das ist so eine Baumaschine. Seht ihr da hinten diesen Baum? Die sind komisch gewachsen. Das ist unser eigentliches Ziel. Der Weg dorthin ist auch ein bisschen... Nee. Aber wir wollen uns hier noch ein bisschen umschauen, bevor wir zu unserem My Ziel dad aufgehen. was super supportive with my college plans. To a point. Things were okay until this terrible accident happened. I guess a forklift flipped over due to a bad axle, and it crushed one of the workers there. My dad didn't eat for days, even though he wasn't directly involved. It devastated him. Not only did it hurt the business, but it just freaked him out. He would talk in his sleep, muttering things about firing people and saying sorry. One fateful day he approached me, said that since my school search wasn't going well, I should finally be a man and take over the family business. He said one day he was going to die, and that all of his work, sacrifice, and even that man's life would be wasted in vain. I just lost it. Teenage me just exploded at the thought. I screwed up. I said things I shouldn't have. He was having a crisis, and I pretty much spit in his face. Sorry. Ich glaube, ich gucke hier hinten nochmal. Den Dings da oben komme ich sowieso nicht hin. Aber hier komme ich hin. Hier ist auch noch was verschickt, siehst du? Ich glaube, das war sogar das alte Haus von dem. Die Natur hat sich so einiges zurückerobert. So, mal gucken, dass ich den Rest noch eingesammelt kriege. Irgendwie. Wenn hier noch was ist. Ich glaube, ganz hinten war nämlich auch noch was. Da hinten will ich auch schon was leuchten. Ich doch auf was. Ein Krankenzimmer. Ein paar Postkarten sind wirklich niedlich. Ich habe da oben auch noch was da. Auf jeden Fall ist da hinten was. Und um zu dem Baum zu kommen, muss ich den Weg da unten nehmen. Das weiß ich noch.
Was that the last time you talked to him? No, I called on holidays, and he would call on my birthday. I guess we acted like nothing ever happened, which was stupid. Didn't want to ask about his lumberyard, and I'm sure he didn't want to ask about my job search. I never went back and visited. I think the last conversation we had was about what movies we had seen and what exactly a best boy is in the credits. I thought he would be here so much longer. Geh da unten noch hin. Ich will nämlich auch noch was gesehen zu haben. Da hinten auch noch. Wir wollen ja hier nichts vergessen. So, jetzt kommt, glaube ich, der schwierigere Part. Zum einen muss ich erstmal wieder da hoch. Und zum anderen gab es, glaube ich, zwei Wege. Wir gucken uns das Ganze jetzt noch mal kurz in Ruhe an hier. Ja, gut 1,5 Stunden bin ich jetzt hier schon unterwegs. Ich habe auch am Anfang gesagt, das Spiel ist nicht groß. Also Baum geht es definitiv da lang. Also zwei Wege gibt es nicht, es gibt wirklich bloß einen, aber da hinten sind halt bloß Felsen. Und der Gabelstapler. Der wegen einer defekten Achse umgekippt ist. Schauen, aber ich glaube... Nee, schade. Ich habe gedacht, ich kann da wenigstens mal raufspringen. Aber ihm ist nicht so. Na gut, dann folgen wir jetzt dem eigentlichen... Natürlich hätte hier auch lang gehen können. Ich muss mir das ja auch wieder ordentlich schwer machen. Und nach dem Cut geht es jetzt auch schon weiter. Musste mich gerade noch einmal schnell Sperrmüll nach vorne beziehungsweise hinstellen. Gut. Dann hoffen wir mal, dass unser Junges dort auf uns wartet.
glaube, das ist okay. Oder? Scheiße jetzt. Ganz schwach zu sehen, das Ding. Wo ist er jetzt? Wirklich ganz schwach zu sehen. Du ist nicht das Ende. Und jetzt noch. Lebe. Ich denke nicht. Das ist perfekt. Die letzten beiden Zeilen sind ein kleines Zitat aus zwei verschiedenen, zum einen aus einer Serie und zum anderen aus einem Film. Ich habe sogar noch zwei über. I guess her journey was over. But I have no idea. It was only a dream. A distraction from tomorrow. I don't think dreams normally bring back to memory so many important feelings. Maybe it was just a dream, but it was also a gift. Yeah, I suppose. But tomorrow we're getting on a plane to the last place on Earth I want to be. The only person that would have made the trip worth it is gone. You're going to see him and be with him one last time before you say goodbye. I have one last quote for you by Emerson, sealed in an imaginary letter from me to you. It is the secret of the world that all things subsist and do not die, but only retire a little from sight and afterward return again. Go to sleep, my love. We have a big day tomorrow, but I'll be there with you every step of the way. Thank you. Thanks for listening. Good night, Rachel. Good night, Joseph. Noch ist es nicht vorbei. Merkt euch den Gedanken, dass man das Zitat, was man hier eingibt, bei anderen Spielern auftauchen kann. Ich habe schon mal so ein Zitat gefunden. Sechs Monate später. Wir wachen nämlich jetzt auf. Rachel schläft noch. Hübsches Bildchen. Schon komisch, dass wir uns nicht selbst im Spiegel sehen. Also
Wie war das denn noch? Okay, ich weiß jetzt nicht, wie das mit dem Controller war. Da konnte ich auch irgendwie die Türen öffnen. Wie war das denn mit dem Controller? Das ist aber so. Das ist ja nicht so, wie zur Not mal jetzt halt mit der Dings auf. Können wir halt noch mal so ein bisschen im Haus rumsuchen. All die Bilder, die wir gefunden haben, stehen hier. Teilweise in anderen Räumen. Draußen ist es noch dunkel. Die Waschmaschine läuft. Oh, ein Kinderzimmer. Süß. Als wenn man so ein Mädchen erwartet, ne? So ein richtiges Mädchenzimmer. Badezimmer. Und hier brennt das Licht. So, sieht zumindest so aus. So, jetzt brauche ich das ja nicht mehr. Beim ersten Mal fand ich das noch so ein bisschen gruselig, ne? Aber hier vorne ist natürlich abgesperrt, hier kommen wir nicht raus. Bin ich jedenfalls der Meinung. Natürlich abgeschlossen. Aber diesen Weg müssen wir sowieso nicht gehen. Mein Ohr tut weh. Weil ich die Kopfhörer noch so komisch trage wegen vorhin, weil es so laut war. Unser Weg führt uns eigentlich hier nach hinten. Da unten steht bloß ein Auto. Ja genau, du blöde Eule. Hier ist ein Zelt aufgebaut. Und wir wollen eigentlich hier runter. Oder auch nicht. Gesperrt. Na gut, dann setzen wir uns halt so rein. Campingausrüstung. Das erweckt natürlich. What the hell? Das ist die Füchse.
wusste doch, dass wir hier runter wollen. Erinnert ihr euch an den Weg, den wir vorhin gesehen haben? What is this? Oder auch nicht? Das ist er nicht. Egal. Aber jetzt, was das Zitat angeht. Dieses Zitat findet ihr am Ende des Spiels. Bevor das Ganze jetzt hier zu Ende geht. Eigentlich wollte ich dieses Zitat mal übersetzen lassen. Aber das werde ich hinterher einmal hier anpinnen. Jetzt sind wir allerdings auch mit diesem Spiel durch. Josh Kramer. Also es ist wirklich ein sehr, sehr geiles, wenn auch kurzes Spiel. Man durch, ja, wie
soll ich da am besten sagen, wenn man schon mal jemanden verloren hat, dann kann man damit auch richtig gut nachfühlen oder man fühlt zumindest jetzt, wie man sich fühlen tut. Also wichtig ist, es nicht runterschlucken, sondern versuchen darüber zu reden. So. Jetzt kommt nämlich jetzt. Möchtest du deine Erklärung zur Online-Datenbank von der ersten Bau hinzufügen? Sie erscheint dann per Zufall für andere Spiele. Bitte schreibe, wenn möglich, auf Englisch. Genau, und das, was wir vorhin geschrieben haben, wird jetzt zufällig dann irgendwo bei einem Spieler erscheinen. Ein sehr emotionales Spiel. Richtig emotional. Ich habe zwischendurch alleine von der Musik, aber auch jetzt zum Schluss, wie man mit der Füchsin erkannt hat, dass auch das letzte Junge, dass sie alle Jungen verloren hat und dann wehmütig, niedergeschlagen, komplett am Boden zerstört, zum großen Baum, zum großen ersten Baum hingeht und man quasi gefragt wird, was man hätte ihren Kindern nochmal mitgeben wollen. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch gerne ein Abo da und ein Däumchen nach oben wäre schön. Vergesst dabei aber nicht die Glocke zu aktivieren, damit ihr nichts mehr verpasst. Wenn euch das Spiel im Allgemeinen gefallen hat, könnt ihr es gerne runterladen. Gibt es im Epic Store. War, glaube ich, auch gar nicht so teuer, wenn nicht sogar kostenlos. Sicher bin ich mir jetzt nicht. Ich möchte da jetzt auch nichts Falsches sagen. Da ich das im Ganzen hochgeladen habe, gibt es dafür natürlich auch keine Playlist. Dafür links und rechts kommt ihr noch zu 2 weiteren Videos. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag bzw. wunderschönen Abend und bis zum nächsten Projekt. Ciao!